Hallo, in diesem Video spreche ich über ein Dreieck und ein rechtwinkliges Dreieck. Ein rechtwinkliges Dreieck ist mein Lieblingsdreieck. Ich hoffe, ich kann dir zeigen, warum. So, was ist ein Dreieck? Ein Dreieck hat drei Winkel. 1, 2, 3. Normalerweise gibt es eine Grundlinie und eine Höhe. Grundlinie und Höhe. Beachte, dass die Höhe immer durch die senkrechte Linie zur Grundlinie gemessen wird. Auch wenn die Grundlinie nicht horizontal ist, kannst du dir den rechten Winkel vorstellen und die Höhe messen. Oder es gibt ein besonderes Dreieck, das rechtwinklige Dreieck. Ein rechtwinkliges Dreieck hat einen rechten Winkel. Das ist rechter Winkel. Das ist ein tolles Dreieck. Kopiere es und drehe es. Dann du kannst ein Rechteck erstellen. Da dieses eine Kopie ist, hat die hier und hier gleich, hier auch gleich. Das ist ein Rechteck. Du weißt schon, wenn man die Fläche eines Rechtecks misst. Da die Fläche dieses Rechtecks GH ist und wir das Dreieck kopieren, beträgt die Fläche des Dreiecks ist halb GH. Wenn das ist 3 Meter, das ist 4 Meter, dann zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist 3 mal 4. Aber das ist halb. So, die Fläche von dieses Rechtwinkeldreieck ist halb GH, das ist 6. 6 Quadratmeter. Ich hoffe, du erinnerst an das Zahlen, auch hier, wie viel ein Quadratmeter ist. Das ist Fläche. Zähle. Jetzt wirst du merken, dass Zählen eine Kunst ist. Hier ist ein allgemeines Dreieck. Um die Höhe zu berechnen, benötigt man zwei rechtwinklige Dreiecke. Wenn ich G geteilt G1 und G2, dann G ist G1 plus G2. So, das plus das ist ganz G. Ich möchte wissen, wie groß F1 plus F2. Und F1, die Fläche ist einfach G1 und F2 ist G2 hoch und halb. Und hast du Erinnern an Distributes Gesetz? Ich habe schon Distributgesetz Video gemacht. Falls du das Distributgesetz vergessen hast, schau dir das Video an. Und hier, man kann faktorisieren. Hier, beides ist halb. Dann ich habe halb faktorisieren. Und hier, h ist auch da, dann halb h. Man kann distribute das. Ja, aber ich weiß G1 plus G2. Was ist das? Das ist G. G1 plus G2 ist gleich G. Deshalb, das ist G. Deshalb, die Fläche von Dreieck ist halb GH. Andere Beispiel. Das ist jetzt ein etwas seltsames Dreieck. Können wir die Fläche berechnen? Und wo ist die Höhe? Hier ist Höhe, hier ist Grundlinie. Hier, wir möchten wissen, wie groß F2 ist. Ich weiß F1 plus F2. Das ist ganz in dieses Rechteck. Deshalb hier ist, das ist Grundlinie und hoch ist hier. Aber ich möchte nur F2.
Und ich weiß, wie groß f1 ist. f1 ist, und zurück das Distributed-Gesetz. Ich kann distribute halb und h zu distribute. Und ich weiß, f1 ist halb g1. Das ist f1. f1 plus f2 ist f1 plus f2. f2 ist halb gh. So, halb gh ist immer funktioniert. So, jetzt können wir den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnen. Genauso wie beim rechtwinkligen Dreieck. Das bedeutet, dass dieses grüne Dreieck, rotes Dreieck oder dieses rechtwinklige Dreieck oder dieses Schwarzdreieck, dieses alle Dreiecke hatte gleichen Flächeninhalt, weil sie die gleichen G- und H-Werte haben. Wenn du die Flächen berechnen möchtest, aber kein Rechteck findet, suche bitte nach einem Rechtwinkelsdreieck. Dann erhältst du ein Rechteck und wenn du ein Rechteck hast, kannst du ganz einfach zählen, wie viele 1 Quadratmeter es sind. Immer denken, wie viel 1 Quadratmeter sind da. Glaubst du langsam, dass Zählen eine Kunst ist? Dankeschön.